Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin Ann-Christine und begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Nähprojekt. Im letzten Video habe ich eine Serie gestartet, in der ich euch zeigen möchte, dass man aus einem Schnittmuster ganz viele neue Modelle arbeiten kann. Im letzten Video war es zum Beispiel dieses Shirt. Und im heutigen Video möchte ich mit dem gleichen Schnittmuster dieses süße Kleid arbeiten. Dazu braucht es wirklich nicht viele Handgriffe, das ist schnell und einfach gemacht, aber sehr wirkungsvoll, wie ich finde. Und das Kleid ist wirklich zuckersüß. Wie gesagt, ihr braucht das Schnittmuster für ein einfaches Shirt für Stretch Jersey Stoffe, also 95% Baumwolle, 5% Elastan. Wenn ihr jetzt kein Schnittmuster zu Hause habt, dann verlinke ich euch das gleiche Schnittmuster, was ich auch schon im letzten Video verlinkt habe, unter dem Video in der Videobeschreibung. Das ist ein kommerzielles Schnittmuster, was sich wirklich sehr, sehr gut für diese Schnittmusterveränderung eignet. Und ich möchte es nochmal sagen, ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das Schnittmuster verlinke bzw. euch ans Herz lege. Ich kenne es selber und weiß eben, dass man es für diese Schnittmusterveränderung nehmen kann. Habt ihr ein Schnittmuster zu Hause, natürlich nehmt ihr dann das. Und es ist auch völlig egal, ob das Schnittmuster einen Puffärmel hat oder einen geraden Ärmel. Hauptsache, es ist ein einfacher Schnitt für ein Shirt. So, und ohne viel drumherum Gerede würde ich vorschlagen, wir fangen einfach an. Ich hoffe, ihr habt richtig viel Spaß bei der Schnittmusterveränderung. Bis gleich. Ich habe das Originalschnittmuster schon einmal auf extra Papier übertragen, damit ich mit der Kopie arbeiten kann. Ich weiß, dass es einigen von euch lieber ist, wenn ich alles in Originalgröße zeige, aber ich muss tatsächlich aus Platzgründen auf einen verkleinerten Maßstab zurückgreifen. Deswegen auf die Maße achten, die ich jeweils einblende bzw. angeben werde. Verändert werden nur das Vorder- und Rückteil, sodass ich die Vorlage für den Ärmel schon beiseite legen kann. Ich fange mit dem Vorderteil an und verlängere zuerst einmal die vordere Mitte bzw. die Bruchlinie. Nun ab der Taillenmarkierung die gewünschte Länge auf der Linie abmessen und markieren. Ich habe nur 2 Meter gemusterten Jersey, deswegen wird mein Kleid dieses Mal etwas kürzer ausfallen. Im rechten Winkel zur unteren Markierung eine Linie zeichnen und im rechten Winkel zu dieser Linie zur Hüfte eine weitere. Von der Nahtlinie des Rundhalsausschnittes 9 bis 10 cm abmessen und eine Linie im rechten Winkel zeichnen. Nun die Mitte markieren und 2 cm oberhalb eine kleine Hilfslinie anzeichnen. Man kann natürlich auch weiter nach oben gehen, dann wird die Rundung ausgeprägter. Nun von der Hilfslinie zu beiden Seiten eine gerundete Linie in die vorhandene Linie beim Bruch und die der Nahtlinie am Armloch einlaufen lassen. Danach gehe ich 2,5 cm auf der Nahtlinie des Rundhalsausschnittes zur Schulter und verbinde diesen Punkt mit der Markierung für die Ausschnitttiefe. Nun bei der Hälfte der Schulter eine Linie im gleichen Winkel wie der V-Ausschnitt zur Rundung ziehen. 3 cm vor und nach dieser mittleren Linie eine weitere ziehen. Nochmal gesagt, alle 3 Linien haben die gleiche Schräge, also den gleichen Winkel wie der V-Ausschnitt. Zusätzlich zeichne ich noch 3 Ansatzmarkierungen an. Und wenn ich schon einmal da oben bin, zeichne ich gleich mal den Beleg an und übertrage ihn auf extra Papier. Der Beleg wird an der Schulter inklusive Nahtzugabe 6 cm breit. Er endet 6 cm unterhalb der Markierung für die Ausschnitttiefe. Beide Markierungen mit Hilfe einer gerundeten Linie miteinander verbinden. Papier unterlegen und die Konturen des Beleges zum Beispiel mit Hilfe eines Kopierrädchens übertragen. Die Perforation sieht man jetzt hier nicht, sie ist aber da. Nicht vergessen beim V-Ausschnitt und entlang des Bruches Nahtzugabe einzuzeichnen. Nun das obere Vorderteil abschneiden und erst einmal zur Seite legen.
beim unteren Vorderteil an der Schnittkante Nahtzugabe anzeichnen. Ich möchte das Oberteil nicht ab Brustmitte ausstellen, sondern etwas darunter. Dadurch wird zwar ein kleines Bäuchlein kaschiert, sofern vorhanden, der Oberkörper behält aber Kontur. Deswegen zeichne ich 5 cm oberhalb der Taille eine Linie. Im rechten Winkel zu dieser Linie eine neue zum Saum hinzeichnen. Nun diese Linie vom Saum kommend einschneiden und in einem Zuge bis zur Nahtlinie der Seitennaht. Von außen schneide ich an diesen Punkt hin, lasse das Papier jedoch einen Müh hängen und kann jetzt die Seite ausstellen. Ich richte mich dabei nach meiner Hüfte oder nach meinem Oberschenkel, weil beides bei mir am stärksten ist. Ich messe dort den Umfang, teile den Wert durch 4 und gebe mindestens 4 cm Mehrweite dazu. In meinem Fall stelle ich die Seite jetzt so weit nach außen. Papier unterkleben. Zusätzlich gehe ich am Saum unten noch 5 cm weiter nach außen und verbinde dann diesen Punkt mit der 5 cm Linie oberhalb der Taille. Den Übergang zur Taille flache ich noch etwas ab. Es soll eine schöne und weiche Kurve entstehen. Bei der Seitennaht am Saum lege ich mein Geodreieck so an, dass ein rechter Winkel von der Seitennaht zur Saumlinie entsteht. Die neue Linie weich in die vorhandene Saumlinie einlaufen lassen. Ausschneiden. In das obere Vorderteil werden Biesen genäht. Diese werden an der Markierung in den Bruch gelegt und mit 5 mm Abstand abgesteppt. Das heißt, dass ich pro Biese 1 cm Mehrweite in das Oberteil geben muss. Dazu zeichne ich erst einmal eine waagerechte Linie und dann im rechten Winkel dazu eine Linie, bei 5 mm eine weitere und noch eine wieder bei 5 mm. Also die Biesenmehrweite von 1 cm und die Mitte bzw. der Bruch der Biese. Das mache ich 3-mal. Nun ziehe ich eine waagerechte Linie im rechten Winkel zu den 3 Markierungen auf dem vorderen Oberteil. Und da ich vergessen habe, den Fadenlauf einzuzeichnen, hole ich das jetzt noch nach. Denn noch kann ich mich an der ehemaligen vorderen Mitte Bruchlinie orientieren. Parallel dazu also eine Linie über das Schnittteil zeichnen. Jetzt schneide ich das Teil an allen 3 Linien durch. Danach klebe ich die Schnittlinien nacheinander an die äußeren 1 cm Linien. Die waagerechte Linie wird im Verlauf angelegt. Papier unter die Unterkante kleben und die Nahtzugabe anzeichnen. Nun die Biesen nacheinander in der Mitte zusammenfalten, sodass die äußeren Markierungen bündig aufeinander liegen und dann zum Halsausschnitt hinlegen und bei der Nahtzugabe abschneiden. Genauso die Unterkante arbeiten. Fertig sieht das Schnittteil so aus. Das Rückteil wird nicht weiter verändert, man könnte aber genauso gut einen Einsatz arbeiten. Bei mir seht ihr übrigens einen Schulterabnäher. Den werdet ihr wahrscheinlich nicht haben. Er ist aber auch für die Veränderung nicht wirklich wichtig. Ich brauche ihn jedoch, weil bei mir sonst der Ausschnitt hinten absteht. Die hintere Mitte Bruch verlängere ich und dann benutze ich das Vorderteil als Vorlage für das Rockteil.
Die Teilchenmarkierungen aufeinanderlegen und darauf achten, dass die Bruchlinien von Vorder- und Rückteil parallel zueinander liegen bzw. aufeinander. Das hängt ein bisschen vom Schnittmuster ab. Und dann hätte ich auch noch fast den rückwärtigen Beleg vergessen. Also extra Papier unterlegen, die Außenkontur abzeichnen und dann den Beleg in der gleichen Breite wie den vorderen Beleg zeichnen und danach ausschneiden. Jetzt wird der Stehkragen gezeichnet. Dazu den Halsausschnitt von Vorder- und Rückteil an den Nahtlinien, also ohne Nahtzugabe, ausmessen. Auf Papier eine waagerechte und senkrechte Linie zeichnen, so wie hier. Von der senkrechten, also dem späteren Bruch, den gemessenen Wert des rückwärtigen Ausschnittes anzeichnen. Das ist der Schulterpunkt. Von diesem Punkt den gemessenen Wert des vorderen Ausschnittes anzeichnen und im rechten Winkel eine Senkrechte nach oben ziehen. Bei 1,5 cm eine waagerechte Linie zeichnen und bei 3 cm eine weitere. Das entspricht der späteren Kragenhöhe. Die kann natürlich frei gewählt werden. Von der 1,5 cm Markierung, die übrigens so bleibt, auch wenn ihr den Kragen höher macht, am Vorderkragen eine Kurve in die vorhandene untere Kragenlinie einlaufen lassen, so wie man das hier schön sehen kann. Im rechten Winkel zu dieser neuen Linie an der Spitze die Kragenhöhe anzeichnen, also 3 cm in diesem Fall. Und nun weiter 3 cm von der Rundung ausmessen und anzeichnen, bis auch die obere Linie in die vorhandene Linie für die Kragenhöhe einläuft. Die Kragenspitze runde ich heute mal ab. Man könnte sie aber auch so lassen. Beschriften und die Nahtzugabe anstellen. Fertig. Den Zuschnitt erspare ich euch heute. Außerdem habe ich die Schnittteile schon einmal ein bisschen vorbereitet. Beim Rückteil die Schulterabnäher gesteckt und an den Halsausschnitt flexibles Nahtband gebügelt. Den Kragen zweimal zugeschnitten und auf einen Zuschnitt flexible Einlage aufgebügelt. Außerdem die Nahtlinie angezeichnet, damit beide Rundungen gleich werden. Bei den beiden oberen Vorderteilen habe ich jeweils die Mitte der Biesen angezeichnet und mit kleinen Knipsen in der Nahtzugabe markiert. Jede Biese einzeln stecken und dann mit 5 mm Abstand zur Bruchkante absteppen. Den Kragen habe ich abgesteppt, die Nahtzugaben verschnitten und nun bügele ich sie auseinander. Und wende den Kragen dann auf rechts. Gut bügeln, dass alles schick aussieht und dann rundherum absteppen. Die Biesen bügele ich zum Halsausschnitt hin. Den habe ich übrigens ebenfalls mit Nahtband beklebt. Die oberen Vorderteile bleiben gleich liegen. Bei beiden habe ich an der Unterkante die Kreuzungspunkte der Nahtlinien eingezeichnet. Das mache ich auch beim unteren Vorderteil. Hier markiere ich besonders die Mitte. Wegen der Ansatzmarkierungen ist das Anstecken der Teile recht einfach. Bei der vorderen Mitte muss das obere Teil am Nahtbeginn an die mittlere Markierung für die Nahtlinie gesteckt werden. Die Nahtzugabe des oberen Teils schaut also über die Mitte weg. Vielleicht kann man das so ein bisschen besser sehen. Beide Teile steppen und mit der Overlock zum Beispiel versäubern. Bis ungefähr 2 bis 3 cm vor der Mitte, nicht weiter. Nun bügele ich die Nahtzugabe nach unten. Absteppen werde ich sie aber erst später.
sieht schon toll aus, oder? Als nächstes die Brustabnäher stecken und absteppen. Die sieht man hier etwas schlecht, das gebe ich zu. Die Schenkel werden bündig aufeinander gesteckt und dann abgesteppt. Und danach, in meinem Fall, nach oben gebügelt. Das ist ja immer so eine Diskussion, ob man die Brustabnäher nach unten bügelt oder nach oben. Ich bügele sie nach oben. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Beziehungsweise oft steht es dann auch in der Anleitung, wie es gebügelt werden muss. Auf die Schultern des Rückteils bügele ich noch Nahtband und steppe eine fixierende Naht innerhalb der Nahtzugabe darüber. Ich möchte nämlich nicht, dass sich die Schulter im Laufe der Zeit auszieht. Vorbereitet habe ich ebenfalls die vorderen Belege und den rückwärtigen Beleg, indem ich Einlage aufgebügelt, die Schulternähte geschlossen und zum Vorderteil gebügelt und die Außenkanten mit der Overlock versäubert habe. Außerdem habe ich die Kreuzungspunkte der Nahtzugaben eingezeichnet. Nun den unteren Teil, also das V, rechts aufeinander stecken und von dem Kreuzungspunkt zur Unterkante steppen. Auseinanderbügeln. Nun die Schulternähte rechts aufeinander legen und absteppen. Die Nahtzugaben versäubern und zum Rückteil bügeln. Als nächstes wird der Kragen angesteckt. Dazu markiere ich mir erst einmal die Nahtzugaben beim Ausschnitt und auch beim Kragen. Dann den Kragen mit der Markierung an die Markierung anlegen und rundherum innerhalb der Nahtzugabe absteppen. Nicht vergessen, die Schulterpunkte des Kragens auf die Schulternaht zu stecken. Als nächstes kann der Beleg angesteckt und abgesteppt werden. Da im Kragenbereich jetzt viele Nähte sind, werde ich die nacheinander etwas verschneiden. Die Nahtzugabe des Beleges wird am kürzesten geschnitten. Die des Kragens etwas länger gelassen und die des Vorderteils schneide ich gar nicht. Ich schneide dann zusätzlich zur Nahtlinie in die Nahtzugabe und schneide auch dieses Stück hier an der Ausschnittspitze noch raus. Die Nahtzugaben auseinanderbügeln, den Beleg auf die rechte Seite legen, bügeln und stecken. Rundherum absteppen und in dem Zuge habe ich auch die Nahtzugabe beim Einsatz flach gesteppt. Hier auch einmal von rechts gezeigt. Nun werden die Ärmel, wie es in eurer Anleitung steht, eingesetzt. So sieht das aus. Die Seitennähte stecken, nähen mit der Overlock versäubern oder einem Zickzackstich und zum Rückteil bügeln.
Und zum Schluss die Ärmelsäume und den Kleidsaum auf die linke Seite bügeln und absteppen. Hierfür benutze ich übrigens einen schmalen Zickzackstich. Die andere Nähte habe ich mit einem regulären Gradstich genäht. Noch einmal drüber bügeln und fertig ist das Kleid. Man kann das Kleid zum Beispiel so tragen. Und wer einen Abstecher in die 60er, 70er machen möchte, auch mal so. Ansonsten ganz alltagstauglich auch so. Hier mal in Verbindung mit meiner Tasche Olivia. Die könnt ihr euch auch nähen. Ich verlinke euch die Bezugsquellen für das Schnittmuster unter dem Video in der Videobeschreibung. Ihr könnt das Modell natürlich länger arbeiten, ihr könnt es kürzer arbeiten und als Oberteil tragen. Ihr könnt da spielen, euch austoben, ihr seid eure eigenen Designer. Mir gefällt es auf jeden Fall wirklich richtig gut. Und wenn es euch auch gut gefällt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Übrigens, was ich von euch gerne mehr wissen möchte. Ich habe, was das Rückteil angeht, wirklich wahnsinnig lange überlegen müssen, ob ich jetzt eine Passe einarbeite oder nicht. Also wie beim Vorderteil auch nochmal so ein abgesetztes Oberteil. Ich wurde mir da nicht schlüssig drüber. Letztendlich habe ich es jetzt so schlicht gelassen. Es ist natürlich auch einfacher zu nähen, aber da mal eben so eine Linie zu zeichnen und den oberen Teil nochmal anders zu arbeiten, ist ja eigentlich kein Problem. Das haben wir ja beim Vorderteil gesehen. Aber ich konnte mir das optisch wirklich nicht vorstellen. Ich wusste nicht, ob mir das gefallen würde. Deswegen habe ich es auch gelassen. Und da möchte ich euch gerne fragen, ob ihr jetzt diese Passe auch im Rückteil arbeiten würdet. Schreibt das gerne bitte mal unter das Video auch mit in die Kommentare. Und wenn ihr es selber näht, dann schickt mir gerne mal Fotos oder wenn ihr einen Instagram-Auftritt habt, dann taggt mich auf Instagram @anchristiinsta, damit ich mir das mal angucken kann. So, und jetzt hoffe ich mal, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es so ist, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Ihr wisst, klickt auf die kleine Glocke, dann werdet ihr informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Und jetzt danke ich euch von Herzen, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugeschaut habt und wünsche euch noch eine richtig tolle, kreative Zeit vor, mit und bei eurer Nähmaschine. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal mit dabei seid. Bis dahin, alles Liebe, eure Ann-Christine.